Herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem GUI von SynOCR und den Einstellungen, die ihr treffen könnt, halt der Konfiguration von SynOCR. Grundsätzlich sei gesagt, wir wechseln mal in das Default-Profil, dass das Default-Profil, was ihr nach der Standardinstallation natürlich habt, auch verwenden könnt. Ihr könnt dieses natürlich auch klonen oder ein neues Profil erzeugen. Wichtig ist allerdings, wenn ihr das Profil klont, füllt dieses erstmal vollständig aus, weil nicht ausgefüllte Profile oder vollständig befüllte Profile zu Fehlermeldungen führen können im SynOCR und im schlechtesten Fall auch zum Abbruch. Ein Hinweis, den ich schon mal gegeben habe für Profile, die nicht verwendet werden. Deaktiviert diese Profile bitte, da diese im Normalfall zur Verlängerung des Ablaufs, also des Durchlaufs führen und natürlich nicht vollständig befüllte Profile auch zu diesen Fehlern führen. Wir starten mal mit den Grundeinstellungen. Im oberen Bereich habt ihr natürlich den Profilnamen, ganz klar, den ihr auch ändern könnt. Im zweiten Feld habt ihr dann die Möglichkeit, das Profil zu deaktivieren und zu aktivieren. Darunter befinden sich die Verzeichnisse, die ich in den vorhergehenden Videos beschrieben habe, die auszufüllen sind. Der grüne Haken dahinter bedeutet, dass diese Verzeichnisse gefunden werden. Wenn sie nicht gefunden werden, ist hier ein rotes Kreuz zu sehen. Das ist auch schon der erste Reiter, mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Dann haben wir den zweiten Reiter, der sich mit den OCR-Optionen beschäftigt und der Umbenennungssyntax. Im obersten Feld habt ihr die OCR-Option. Wenn ihr auf den Informationsbutton dahinter klickt, bekommt ihr die komplette Erklärung dazu und einen Link auf die vollständige Hilfe, in dem Fall zu den OCR-Optionen von OCR selbst. Die Standardeinstellung hier oben wäre der Parameter S, der dann sagt, dass der vorhandene Text leer erhalten bleibt, beziehungsweise nicht neu erzeugt wird. Und mit Force erzwingt ihr im Prinzip einen neuen Text leer. Einfach diese Information mal durchlesen, dann versteht ihr, was passiert. Das zu verwendende Docker-Image ist in der Standardinstallation so eingestellt, dass wir hier ein stabiles, älteres Image haben. Und dieses Image ist nicht fehlerbehaftet, allerdings natürlich auch nicht das Neueste. Wenn ihr das Neueste wählen wollt, dann wählt ihr die Latest-Version. Im Schalter darunter findet ihr dann die Update-Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr das auf Ja wählt, wird automatisch das Image geupdatet. Ein Hinweis an der Stelle, es gab in der letzten Zeit einige Probleme mit den aktuellen OCR-Images, die fehlerhaft waren und dann immer wieder die Fragen kamen, warum tritt dieses Phänomen und dieses Phänomen auf. Für den Fall, dass ihr das automatische Update anhabt und auf der Latest seid und dann Probleme auftreten beim Scannen, falsche Texterkennung, irgendwelche Fehlermeldungen, dann schaut bitte mal hier rein und stellt es dann wieder auf eine ältere Variante um oder das Update auf Nein, wenn ihr eine stabile Variante gefunden habt für euch. Im nächsten Feld findet ihr die Möglichkeit, Bilder zu konvertieren. Das bezieht sich darauf, dass man auch Bilder in unseren Scan-Ordner reinlegen kann, die dann OCR'd werden, sozusagen. Das besagt der Schalter Ja oder Nein. Der nächste Parameter ist das Suchmuster Quelldateiname. In diesem findet ihr die Möglichkeit, die Quelldatei, das heißt die Datei, die zum Beispiel von eurem Scanner kommt, Scan34 zum Beispiel, dass ihr dort mit dem Präfix Scan oder mit Präfixes arbeiten könnt. Das macht dann Sinn, wenn zum Beispiel verschiedene Profile im Scanner angelegt worden sind und man diese dann auch anderen Profilen, in dem Fall dem Profil hier oben, 1, 2, 3, 4 oder Mama, Papa, was auch immer, zugeordnet werden sollen, dann müsstet ihr hier den Suchbegriff einfügen, der euch nur diese Scans herausfiltert, die dem Profil zugeordnet werden sollen. Dann habt ihr einen Schalter, dass ihr das Suchmuster nach dem Scannen entfernen könnt oder behalten wollt. Im nächsten Feld habt ihr den Dokumententrenner. Der Dokumententrenner ist bei uns separat herunterladbar. Das ist einfach ein Blatt mit dem Text drauf und ein paar zusätzlichen Texten, die als Dokumententrenner verwendet werden können, wenn ihr mehrere Dokumente gleichzeitig scannen wollt. Also Dokument 1, 2, 3, dann werden die durch diesen Dokumenttrenner
abgegrenzt und SynOCR weiß dann, dass es dieses Dokument als nächstes sozusagen in ein separates Dokument packen muss. Eine weitere Variante, dieses zu verwenden, ist die Einstellung erste oder letzte Seite. Damit könnt ihr in großen Dokumenten oder wenn ihr nur zum Beispiel die erste Seite eines Dokuments haben wollt, euch gezielte Wörter aussuchen, Suchwörter, die dann als Dokumententrenner dienen und jeweils nach Einstellungen den ersten oder den zweiten Teil des Dokuments beibehalten. So, jetzt wird es etwas spannend. Das sind die zu suchenden Texte. In meinem Fall habe ich jetzt hier schon eine YAML-Datei angelegt. Nach der Installation von SynOCR wäre dieses Feld natürlich leer. In diesem Feld könnt ihr jetzt die Suchtext eintragen, die ihr für die Suche haben wollt. Diese Tags sind die eigentlichen Suchwörter. Zum Beispiel sucht ihr jetzt hier Auto. Damit das gefunden wird, ist es nur erforderlich, diesen Tag einzutragen. Das ist eine relativ einfache Suche. Ihr könnt dann getrennt durch ein ist gleich auch noch ein Zielverzeichnis angeben. Dieses Zielverzeichnis kann ein Absolutpfad sein oder ein Relativpfad. Der Absolutpfad beginnt mit Volume, in dem Fall das Standard, Volume 1 zum Beispiel. Es kann natürlich sein, dass ihr eine andere Struktur habt und dies müsst ihr dann auch bedenken. Also Volume, euer Speicherziel. Wenn ihr einen Relativpfad verwendet, lasst ihr das bitte weg vorne und schreibt letztendlich hier nur das Verzeichnis rein, in dem Fall zum Beispiel wieder Auto. Dann wird in eurem Ausgangsordner, das ist der hier oben gezeigte, in diesem Ausgangsordner ein Unterordner erzeugt, der dann Auto heißt. Und dort werden die Dokumente abgelegt. Also noch einmal, Suchstring, dahinter der Pfad, wohin verschoben werden soll. Wenn das Verzeichnis nicht vorhanden ist, wird es automatisch angelegt. Die Suchstrings werden dann getrennt durch ein Semikolon. Das Ganze könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen. Text durch Semikolon trennen. Nacheinander werden diese Suchbegriffe eingegeben. Ihr habt mit dieser einfachen Methode natürlich keine Möglichkeit zu filtern, ob das Ganze in verschiedene Dokumente zur Anwendung kommt. Es wird also immer angewendet. Jeder Tag, der drin steht, wird automatisch auf jedes Dokument angewendet. Zu der Einstellung später, wie man eine Regel- oder YAML-Datei erzeugt und wie man die dann auch benutzt, das wird in einem späteren Video beschrieben, beziehungsweise könnt ihr schon in den alten Videos schauen, in den älteren. Dort ist das sehr gut erklärt. Im nächsten Feld findet ihr dann die Möglichkeit, den Suchbereich festzulegen. In dem Fall einmal die erste Seite im Dokument oder das gesamte Dokument. Bedenkt bitte, wenn ihr das gesamte Dokument wählt, wird natürlich der Durchlauf bei SynOCR wesentlich verlängert. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr viele Dokumente scannt, darüber nachzudenken, ob ihr das im ganzen Dokument braucht. Dann habt ihr den Schalter, das ist der nächste, im Zielordner beibehalten. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel verwende regeldefinierte Ordner. Das wäre natürlich dann, wenn ihr eine Regeldatei habt, die wir später noch erklären. Verwende Tag-basierte Ordner, das wäre jetzt unsere Einstellung. Das heißt, wir haben den Suchbegriff Auto und verschieben in Auto und das ist dann auch gleichzeitig der Schalter dazu, damit es auch passiert. Wir können aber auch die Möglichkeit wählen, Jahresordner zu nehmen. Das heißt, es wird dann entsprechend dem Scan oder dem gefundenen Datum auf dem Dokument ein Ordner ausgewählt und erzeugt und natürlich das gleiche auch noch für Jahr und Monat. Der nächste ist der Rename-Syntax. Der ist relativ wichtig. Hier findet ihr die Möglichkeit, eure Dokumente zu benennen. Es gibt zwei grundsätzliche Einstellungen. Das ist einmal der Parameter oder Paragraph Tag genannt. Das ist der gefundene und angegebene Tag, der oben gesucht wird, und der Originaltitel der Datei. Der Dateiname im Prinzip. Das Weitere sind in dem Fall der Jahr, das Monat und der Tag. Das könnt ihr beliebig wählen. Wenn ihr zum Beispiel das Ganze nach hinten haben wollt, dann würde das Ganze dann so aussehen zum Beispiel. Dann hättet ihr vorne den neu erzeugten Namen, in dem Fall Auto, im Ordner Auto, und hinter dem Auto Suchstring würde oder der Benennung des Dokuments würde dann das Datum stehen, zum Beispiel. Das könnt ihr frei wählen.
Ganz wichtig ist vielleicht noch zu erklären, für den Fall, dass ihr zum Beispiel keine Datumsbenennung wollt, denkt daran, dass mindestens das Tag zum Beispiel drin stehen bleiben muss, ansonsten wird nicht gesucht, weil er letztendlich den Suchstring, der hier oben steht, einfach ignoriert. So, dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Tag-Trennung zu machen. Das heißt, wieder ein Beispiel. Wir machen jetzt hier mal was ganz Einfaches. Wir schreiben hier mal Banane rein. Das sprich, er sucht es nach Auto und Banane im Dokument. Und diese beiden Tags werden dann durch dieses Zeichen, was hier unten angegeben wird, getrennt. Sprich Auto-Banane. Da könnt ihr eine Raute reinschreiben oder leer lassen. Dann wird nichts gemacht. Das ist dann euch überlassen. Im nächsten kompletten Block wird auf die Datumssuche eingegangen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können im Prinzip suchen, oder sogar drei. Wir können suchen die aktuelle Zeit, dann immer die Zeit des Scans, das gefundene OCR-Datum, wobei wir nur unterscheiden später dann zwischen Python und Regex, und das Datum der Quelldatei. Das Datum der Quelldatei ist natürlich das, wie ihr gescannt habt. Aktuelle Zeit entspricht dem jetzigen Moment und das gefundene OCR-Datum entspricht dem, was auf dem Dokument gefunden wird. Dann könnt ihr hier verschiedene Daten eintragen. Es wird noch beschrieben, die das System ignorieren soll. Das macht manchmal Sinn, wenn ihr zum Beispiel Dokumente scannt, die kein Datum beinhalten. Zum Beispiel von der Versicherung. Irgendwelche Anträge für was auch immer, für Kfz oder für die Steuer. Dann werdet ihr nur euer Geburtsdatum darauf finden, aber nicht ein verwertbares Datum. Wenn ihr dort im Prinzip dann euer Geburtsdatum eintragt, dann würdet ihr letztendlich dieses Datum ignorieren und er würde, wenn er kein Datum findet, das tagaktuelle nehmen. Ihr könnt auch noch einen Suchbereich in der Vergangenheit und der Zukunft eingeben. Wenn nichts eingetragen ist oder eine Null, wird das Ganze ignoriert. Schaut euch mal, wie das funktioniert. Ja, dann habt ihr noch die Möglichkeit zu sagen, welches Datum wollt ihr nehmen. Das ist der erste Treffer im Dokument, den er findet, oder das jüngste Datum in der Vergangenheit, also das aktuellste Datum. So, und zu guter Letzt habt ihr hier die Möglichkeit, nach Python und Regex-Variante zu suchen. Die Standardeinstellung ist Python, funktioniert auch recht gut. Regex geht natürlich auch, aber lasst mal die Python-Variante drin stehen und probiert das ein bisschen aus. Dann haben wir die Funktion Leerzeichen bereinigen. Das Leerzeichen ist damit gemeint, dass im Dokument auf dem Leer zum Beispiel zwischen dem Namen links und dem Datum rechts, wie der Standardbrief wäre, natürlich sehr viele Leerzeichen stehen. Denn Tabulaturen oder ähnliches oder solche Zeichen werden immer als Leerzeichen interpretiert und sind dann halt viele Leerzeichen. Und dieses kann man bereinigen. Ganz wichtig ist, das ist nur bei der Suche. Erleichtert das System mit Regex zum Beispiel, oder wenn man die Leerzeichen halt erkennen möchte, dass es halt nur noch ein Leerzeichen ist, hat nichts mit dem Textlayer zu tun. Der Textlayer auf dem Dokument, also im PDF, bleibt unverändert. Hier geht es nur um die Suche als solche. Im letzten Feld findet ihr dann die Backup-Dateien, Einstellungen zum Log-Level, das heißt zum Fehlerlevel, dass man halt schauen kann, was passiert im System. Hier ist es auch so eingestellt, dass wir 100 Log-Dateien erzeugen und diese Log-Dateien begrenzt werden dadurch, dass er letztendlich, wenn die 100 erreicht sind, er automatisch immer die letzte dann löscht, beziehungsweise die älteste. Wir haben insgesamt 2 Log-Level, die 0 ist aus, die 1 ist normal, das ist auch der Standard nach der Installation, und die 2 ist ein vollständiger Debug-Level. Diese Log-Dateien ermöglichen uns zum Beispiel oder euch die Fehlersuche, was ist nicht in Ordnung im System, es werden also alle Fehler ausgegeben. Im Normallevel die Programmdateien, ob ihr alle benötigten Pakete und Installationen findet zum Beispiel, und in der erweiterten Level 2, im Debug-Level ist es so, dass dort viel mehr Fehler ausgegeben werden. Zum Beispiel ist es dort möglich, später dann in den Abarbeitungen der Regeln oder der Suchwörter genauestens die Fehler zu finden. Also man kann dort sehr genau sehen, was hat er gefunden, was ist getroffen worden, und das für jedes einzelne Dokument. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch den Bereich für Informationen. Dort könnt ihr einstellen, ob das System zum Beispiel irgendwelche Piepser von sich gibt oder ihr eine Textbenachrichtigung bekommt. Ihr findet auch das Thema Apprise. Dort könnt ihr euch informieren lassen über WhatsApp oder was auch immer. Und das wird
hier nicht behandelt in die Videos. Das findet ihr einige Hilfen bei uns im Wiki zum Beispiel oder in der Installation. Und ihr habt noch die Möglichkeit, den Sprachstil einzustellen und ob die Datei mit verschickt werden soll. Das sind auch schon mal alle Grundeinstellungen, die man treffen kann. Und in einem späteren Video werde ich euch da nochmal zeigen, wie man Profile erzeugt, wie man die einstellt, wie man die verwenden kann. Und ich werde euch ja zeigen, wie man die Suchwörter, die hier vereinfacht drin sind, durch eine Regeldatei bzw. eine YAML-Datei ersetzen kann und dort komplexere Suchen durchführen kann. Das war's schon wieder für den Moment und bis dahin, ciao.